zusammen. Tja, da bin ich immer noch mit Bauch, ne? Letzte Nacht hatte ich mal so vielleicht so 6 Wehen. Die 2 davon haben mich geweckt nochmal beim Einschlafen, aber Baby ist noch nicht in Sicht. Ich bin jetzt 10 Tage nach Termin und wir warten noch. Was tut man, wenn man über einen Termin geht und das Baby nicht kommt? Am besten rechnet man zuerst mal nach, ob der Termin stimmt überhaupt, den man da ausgerechnet hat oder ausgerechnet gekriegt hat. Das habe ich gemacht, da ich ja meinen Eisprung spüre und Eisprung man mit Konzeptionstermin gleichsetzen kann, weil das Ei lebt ungefähr 24 Stunden. In der Zeit wird es befruchtet oder nicht, wird also befruchtet, also ist das der Empfängnistermin und von da aus kann man ziemlich genau rechnen. Das stimmt also bei mir und da gibt es auch nichts groß rumzudeuten. Ja, was jetzt? Üblicherweise wird man ab Termin ja ziemlich regelmäßig mit CTG überwacht. Und irgendwann wird man da zur Ultraschallkontrolle gebeten, wo dann nach der Fruchtwassermenge geguckt wird und nach der Plazenta, wie die gealtert ist oder nicht. Und meist wird man dann eine Woche drüber, 10 Tage drüber ungefähr eingeleitet. Je nachdem, jede Klinik hat da so ein bisschen ihre eigene Politik. Warum macht man das alles? Man befürchtet eine Unterversorgung. Die Plazenta ist ein Organ, was altert, so wie alle Organe. Und das Baby irgendwann nicht mehr richtig versorgt wird, kann es passieren, dass es stirbt. Das ist das, was man befürchtet. Ja, die Fakten sind aber auch so, dass der errechnete Termin ein statistischer Mittelwert ist. Das heißt, ungefähr 50% aller Babys werden vorher geboren und 50% aller Babys danach. Also genau den exakten Termin, den treffen die wenigsten. In der Regel werden also 2 Wochen vorher bis 2 Wochen danach fast alle Babys geboren. Dieser errechnete Entbindungstermin ist also ein rein fiktiver Termin. Und das Baby im Bauch weiß ja auch nicht, was da ausgerechnet wurde. Und statistisch ist es also völlig normal, wenn das Baby 2 Wochen vorher kommt oder auch 2 Wochen nachher. Und in diesem Zeitraum befinde ich mich ja noch, von daher ist eigentlich alles normal. Aber heutzutage will man ja nichts dem Zufall überlassen. Und ganz selten stirbt doch mal ein Baby im Mutterleib. Nicht nur nach Termin, sondern auch die ganze Schwangerschaft über kann das ja passieren. Eben sehr selten, aber manchmal passiert es halt. Und weil man sich denkt, okay, mit Termin ist das Baby fertig gebacken, das kann also raus. Warum noch ein unnötiges Risiko eingehen? Also lieber sicherheitshalber das Baby raus, als zu lange drin lassen. Ja, und was mache ich jetzt mit meiner Eigenregie? Ich könnte natürlich zum Arzt rennen und die ganze Überwachung mitmachen. Das könnte ich machen. Aber ich habe mich ja entschieden, mich nicht von Angst leiten zu lassen, sondern von Vertrauen und selber denken. Und ich habe ja eigentlich meine 24-Stunden-Überwachung direkt am Mann. Denn ich spüre die Kindsbewegung. Und die sind nicht nur wie ein CTG oder ein Ultraschallbefund eine Momentaufnahme, sondern die habe ich die ganze Zeit. Ich spüre, wie sich das Kind bewegt. Ein Kind, was sich bewegt, kann nicht unterversorgt sein, weil zuerst wird es erstmal die Bewegung einschränken und da Energie sparen und das würde ich merken. Solange sich das Baby also munter bewegt und dieses Baby in meinem Bauch ist ein sehr munteres Baby, kann ich davon ausgehen, dass es gut versorgt ist. Außerdem geht es mir gut. Ich habe jetzt keine Wehwehchen, irgendwelche Beschwerden. Also es gibt objektiv keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Es ist natürlich eine Übung in Geduld und Gottvertrauen. Ne? Man weiß nicht, wann es kommt. Man macht sich trotzdem seine Gedanken, weil man ja weiß, was in der Gesellschaft so für Ängste kursieren. Und davon ist man auch nicht immer komplett unberührt. Aber ich habe mich entschieden zu vertrauen und der Angst keine Chance zu lassen. Ja, was kann man theoretisch noch tun, damit die Geburt losgeht? Es gibt da ja so verschiedenste Hausmittelchen, Tees oder ätherische Öle, die geburtsanregend wirken sollen. Zimt, Nelke, Eisenkraut, Ingwer.
Es gibt homöopathische Mittelchen. Rizinus wird gern verwendet, allerdings sollte man davon doch eher die Finger lassen, weil es ist auch eine Einleitung, was eine heftige Geburt machen kann, was auch nach hinten losgehen kann. Man weiß es halt nicht, wie der Körper reagiert. Kann ganz unterschiedlich sein. Man kann einfach nur Durchfall kriegen oder man kann eine Sturzgeburt hinlegen. Ganz selten kommt es auch mal zu einer vorzeitigen Plazenta-Ablösung dadurch. Also, wenn es irgendwie geht, besser die Finger weg davon. Eine andere Möglichkeit noch ist die Brustwarzenstimulation. Habe ich auch schon getestet. Wenn unser Jüngster stillt, dann habe ich ab und zu mal so, dass die Gebärmutter hart wird. Aber eine Geburt hat das jetzt auch noch nicht ausgelöst bei mir. Dazu müsste man das wahrscheinlich ausdauernder betreiben. Oder diese ganzen Methoden greifen auch nur, wenn der Befund geburtsbereit ist. Also wenn es alles schön weich ist und der Gebärmutterhals verstrichen und so weiter. Ich untersuche mich da jetzt nicht, so neugierig bin ich nicht. Ich weiß, es wird demnächst losgehen. Eine weitere Möglichkeit, das Ganze anzustoßen, ist Sex. Da im Sperma sind natürliche Prostaglandine drin. Die künstliche Version davon wird auch zur Geburtseinleitung verwendet. Also mit einem Schäferstündchen kann man die Sache auch anstoßen. Und mal gucken, vielleicht versuchen wir das heute Abend ja mal. Und das Baby kommt dann. Mal gucken. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden und bis später. Tschüss.